Der westliche Betrachter kennt dieses Bild, weiß aber vielleicht gar nicht mal unbedingt, wo es herkommt. That painting is too already famous, right? Unter der Welle im Meer vor Kanagawa ist das am meisten reproduzierte japanische Kunstwerk. Es ziert Häuserwände, Laufstege und eine Vielzahl verschiedener Produkte. Es hat sogar sein eigenes Emoji. Das Motiv der Welle ist zum Meme und zur Marke geworden. Wer steckt hinter diesem Werk und wie wurde es so berühmt? Alles beginnt etwa 1830 in Edo, dem früheren Tokio. Diese Ära war begleitet von schlechten Ernten erstmal, dann von Hungersnöten, Naturkatastrophen und einem ziemlich korrupten Regierungssystem. Und die Leute hatten tatsächlich Hunger. Antje Papist-Matsuo von der Freien Universität Berlin ist Expertin für ostasiatische Kunstgeschichte. Im Edo vor 200 Jahren leben etwa 1 Million Menschen, darunter auch der 70-jährige Katsushika Hokusai, ein angesehener Ukiyo-e-Künstler. Er ist bekannt für seine Schauspielerporträts, Buchillustrationen, erotischen Szenen, mystischen Bilder und Landschaften. Künstler wie er stehen unter starkem Druck der Militärregierung, die die Kontrolle über die Stadtbevölkerung aufrechterhalten will. Viele Kunstgenres sind verboten, genau wie Diskussionen über aktuelle Ereignisse. Hokusai lebt in einfachen Verhältnissen. Eines Tages bekommt er den Auftrag, eine Landschaftsserie mit dem Berg Fuji, dem heiligen Berg Japans, zu gestalten. Über die nächsten 5 Jahre entstehen mehr als 36 Farbholzschnitte. Einer der Drucke zeigt eine sich auftürmende Welle im Meer. Außerdem sieht man Fischerboote. Und diese Boote schmiegen sich, gehen quasi mit der Welle mit, aber man weiß nicht, der nächste Moment, wenn die Woge über den Menschen zusammenschlägt, was wird aus diesen Fischern? Und das ist, glaube ich, das, was den Betrachter unglaublich fasziniert. Die Japaner begeistert noch etwas anderes. Man liebte dieses Blau. Das in Japan damals neue Pigment Berliner Blau, das vermutlich über China oder die Niederlande importiert wurde, galt als modern. Farbholzschnitte wurden vor allem für die armen Massen produziert und galten als Souvenir, nicht als Kunst. Man nimmt an, dass ein Abzug des Wellenmotivs etwa so viel kostete wie eine Portion Nudeln. Es gibt noch einen Grund, warum das Bild in Japan so beliebt war. Und das hat mit der Perspektive zu tun. In der Mitte des Meeres sieht man den Fuji, das Symbol für Japan. Für den damaligen Betrachter muss das etwas ganz Ungewöhnliches gewesen sein, dass man quasi von außen auf dieses Land Japan schaut. Und es hat etwas damit zu tun, dass Japan in dieser Zeit abgeschottet war. Man durfte das Land nicht verlassen. Und unter Androhung der Todesstrafe war es den Menschen eben nicht erlaubt, wenn sie einmal draußen waren, als Fischer abgetrieben, war es ihnen nicht möglich, wieder in das Land hineinzukommen. Und insofern war die Perspektive, die Hokusai bei diesem Bild eingenommen hat, quasi außerhalb Japans, etwas sehr Ungewöhnliches und auch etwas Gewagtes. Und es spielt sicherlich auch darauf an, dass Japan das Beispiel China vor Augen hatte. Westliche Nationen hatten lange versucht, Zugang zu ostasiatischen Ländern zu bekommen, um neue Märkte für ihre Waren zu erschließen. Die Großmächte des Westens hatten China gezwungen, sich zu öffnen. Es sind ungleiche Verträge aufgezwungen worden. Und das Gleiche geschah mit Japan auch. Die Welle wurde schließlich also auch als Symbol für den drohenden Einfluss von außen interpretiert. Bei Entstehen der großen Woge sind es aber noch 30 Jahre, bis dieser Japan erreicht. Doch wie gelangte das Bild von Edo in die Museen auf der ganzen Welt, sowie in die Copy-and-Paste-Ausstellung in Hamburg? Auch wenn Japan isoliert ist, gibt es zum Beispiel durch Delegationen regelmäßigen Kontakt mit anderen Ländern. Die Niederlande hatten als eines der wenigen Länder Zugang zum japanischen Markt. Es war ja schon in Japan selber ein Bestseller. Und natürlich war es dann auch in einer größeren Menge für Ausländer verfügbar. Diese brachten das Bild auf ihren Schiffen nach Europa. Zum Teil wurden japanische Farbholzschnitte auch erst auf diesen Schiffen entdeckt, erzählt Aiko Tetsuka, eine japanische Künstlerin aus Berlin. Ukiyo-e, the printing paper, was used for wrapping paper and throwing away, right? In the beginning, not like painting, not like treasure. And then French people found it. Oh, why you throw away such beautiful paper? No, don't throw away. And then so Japanese people have go, oh,
they will buy it and it can be money, right? So then they started printing as art. Als Japan 1854 gezwungen wird, sich den Amerikanern und anderen westlichen Nationen zu öffnen, zirkulieren bald noch mehr Abzüge der großen Woge zwischen den Kontinenten. In den folgenden Jahrzehnten werden Künstler wie Van Gogh Sammler von Hokusais Werken. Claude Monets Grüne Welle ist eine Hommage an die große Woge. Der französische Komponist Claude Debussy verwendet das Bild 1905 als Cover für sein Werk La Mer. Europäische Sammler sind begeistert von Hokusais Werk. Dieser hatte nämlich auch Elemente aus niederländischen Landschaftsbildern, die in Japan wohl verfügbar waren, in seinem Bild verarbeitet. Vergleicht man diese beiden Bilder, fallen diese Elemente sofort auf. Die niedrige Horizontlinie zum Beispiel und die eher grobe Darstellung der Figuren. Diese werden auch dazu verwendet, um Größenunterschiede zu zeigen. Kleinere Objekte im Hintergrund erzeugen viel Tiefe. Die Europäer fanden etwas Vertrautes und gleichzeitig völlig Neues in Hokusais Werk. In den 1920er Jahren schwindet schließlich das Interesse an japanischen Drucken. 20 Jahre später. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima. Japan verliert den Zweiten Weltkrieg, in dem es an der Seite von Nazi-Deutschland gekämpft hatte. Also nachdem Japan kapituliert hatte, war es ja besetzt, mehrere Jahre noch, bis 1952. Dann sind die Amerikaner abgezogen. Japanese in the big cities like Tokyo and Yokohama are faced with acute shortages of food and goods of every description. Und es gab viele, auch private Sammler, GIs, die Kunst gesammelt haben und da vor allen Dingen auch die Farbholzschnitte. Denn sie sind leicht, man kann sie gut transportieren und sie wurden billig erworben, weil sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in Japan noch nicht wieder diesen Stellenwert als Kunstwerke hatten, den sie heute haben. Verleger in Europa und Amerika haben einen einfachen Weg gefunden, um das Bild global zu vermarkten. Sie entfernten einfach den Berg Fuji aus der Komposition. Schon hatte die Welle keinen Japan-Bezug mehr. Heute wird das Bild auch im Umweltschutz oder für die Darstellung von Naturkatastrophen verwendet. Besonders in der Werbung kommt das Wellenmotiv zum Einsatz, selbst wenn sie mit dem Kunstwerk kaum oder gar nichts mehr zu tun hat. Gleichzeitig wird die Welle oft als Aushängeschild für die gesamte japanische Kunst gesehen. Japanese is easier for me. ヨーロッパの人が、西洋の人が北斎を好きなのは嬉しいけど、それは日本のほんの一部だから、もっとたくさんの宝物あるいは造形物があるから、もっとワイドにその層を知ってもらえたらもっと面白いのになと思います。Hat das Bild also seine Bedeutung verloren? Nicht unbedingt. Zunächst einmal wurde der Druck ursprünglich als Souvenir hergestellt, eine Rolle, die er heute immer noch erfüllt. Seine politische Bedeutung war auch im Edo vor 200 Jahren nicht allen Käufern bewusst. Und ja, auch wenn neue Adaptionen des Motivs oft auf unseren Humor zielen, kann so mancher für sich auch eine tiefere Bedeutung finden. I can feel the struggle of these boats. To me, it can represent the struggle of things that surround us, but at the same time how we can cope up with them. Es spiegelt Naturschönheit wider, es gibt aber auch den Schrecken der Natur wider. Also man sieht dieses Bild und versteht es intuitiv. Nicht zuletzt hat dieser Druck geholfen, etwas sehr Wesentliches zu erreichen: dass das Land Japan einer seiner wichtigsten kulturellen Traditionen und Künstler wertschätzen gelernt hat. Sie verbinden das Land mit seiner vergangenen Kultur, die zuerst von der sehr schnellen Modernisierung im 19. Jahrhundert bedroht wurde. Everything has been changed and we tried to be European people where we are importing or learning European culture. And then after the World War II, we became Americanized. It made big extreme disconnection to pre-modern Japan to us. We are living in such big regret, but we cannot go back to pre-modern world anymore. We cannot we cannot go back anymore. The Hokusai's illustration or drawing show us and let us imagine how Tokyo was, how people lived, and it's not a great story, just common people's lives. So in that meaning, his work is great, I think.
Man könnte sagen, dass Hokusai der erste globale Künstler der Welt geworden ist. Und die große Woge ist möglicherweise auch das erste globale Kunstwerk. In der Hinsicht, dass es sich schon auch losgelöst vom Künstler Hokusai zu einem Motiv entwickelt hat, das reduziert wurde auf sein Sein als Motiv und dann kopiert wurde, vervielfältigt wurde, vereinnahmt wurde. Und ich bin gespannt, wie die große Woge sich als Motiv weiterentwickeln wird. Ja, eine Weltikone, könnte man sagen. Hokusai erfährt noch zu Lebzeiten von dem ersten Erfolg seines Drucks. Er stirbt 1849 im Alter von 89 Jahren. Er hatte so die Vorstellung, mit 70 ist er vielleicht ein ganz guter Maler und er wäre so gerne 100 Jahre alt geworden. Hokusai dachte, je älter er werde, umso besser würden seine Bilder. Er wäre den Göttern dankbar, wenn sie ihm 110 Jahre geben, weil dann wäre seine Kunst tatsächlich lebendig.